Hallo liebe Figürchen-Freaks. Riecht ihr das? Riecht nach Ärger im Vorgarten. Es ist wieder soweit. Wir sind am Ende des Monats angelangt, die Malaufträge sind alle abgeschlossen und jetzt geht's an ein Projekt, an dem ich seit Anfang dieses Jahres arbeite. Und zwar ist dieses Projekt entstanden im Rahmen einer Slow Grow Challenge für Kings of War. Ursprünglich hat ein YouTuber namens Blackjack Legacy eine Slow Grow Challenge ausgerufen, die auch gut angenommen wurde in der Community. Daraufhin hat dann auch die Kings of War Germany Gruppe auf Facebook sich damit dran gehängt und auch eine Slow Grow Challenge ausgerufen. Und das ist quasi hier mein Projekt. Ursprünglich haben diese kleinen Gartenzwerge angefangen als Kings of War Vanguard Truppe. Das ist im Endeffekt der Skirmisher für Kings of War, wo man nicht mehr als 10, 12 Figuren braucht. Da mir das Projekt aber dermaßen Spaß bereitet hat, habe ich dann auch überlegt, die Gelegenheit am Schopfe zu packen und daraus eine komplette Armee aufzubauen. Das Ding ist, ursprünglich sind das hier Nachtgoblins aus der Schädelpassbox, aus dieser Starterbox für Warhammer Fantasy damals. Auch ältere Modelle und auch Modelle von Reaper, von Scotia Grendel, von Oldschool Miniatures etc. etc. Die Hauptidee hierbei ist, diese Nachtgoblins umzubauen mit Green Stuff in Gartenzwerge tatsächlich, was auch relativ easy ist. Man muss eigentlich nur einen Bart dran modellieren und hier und da vielleicht nochmal eine Mütze, wobei die Nachtgoblins ja in der Regel schon eine Mütze auf dem Kopf tragen. Da ich selber kein großer Green Stuff Meister bin, habe ich mir überlegt, ich nutze dieses Projekt, um einfach mal so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen mit dem Material zu arbeiten und auch vor allem immer das Ziel vor Augen zu haben, das ja oft beim Green Stuff üben einfach irgendwie fehlt. Da probiert man ein bisschen rum an der einen oder anderen Miniatur, dann wird's nichts, dann liegt sie in der Ecke. Und hier hat man den Vorteil, dass man wirklich sagen kann, okay, am Ende habe ich das Projekt fertig, es ist nicht besonders schwierig, diese Bärte dran zu modellieren, aber man bekommt halt ein Gefühl für das Material und damit auch bessere Green Stuff Skills. So, ich habe jetzt noch eine Woche übrig. Pro Monat sollen 500 Punkte bemalt werden. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Bis dann! Jawohl, jetzt geht's an die Paint Station. Und hier haben wir die Work-in-Progress-Projekte. Ich gehe das mal kurz mit euch durch. Hier ganz simpel, einfach schon mal ein Base. Relativ hoch, würde ich nachher gerne Archer draufstellen, da brauche ich auch noch eine Horde von. Dann haben wir hier schon ein halbfertiges Regiment. Und zwar habe ich hier diese kleinen Genossen magnetisiert. Das sind die, die ich auch für Vanguard benutze. Habe hier eine Metallfolie drunter gelegt, dass ich sozusagen den vorderen Teil des Regiments Einzelminiaturen habe und im hinteren Teil möchte ich dann, ist auch schon gebaut, die Figuren draufkleben, dass ich sozusagen meine Vanguard Warband hier auch in die Armee implementieren kann. Was Ähnliches habe ich auch vor mit den Speerträgern, davon kann man ja auch nicht genug haben. Ja, seht ihr hier. Na, komm her. Ja, die sind schon, okay, das ist jetzt kein Speerträger, aber die anderen sind auch schon soweit fertig. Das sind auch die von der Vanguard-Bande. Muss ich mir mal überlegen. Dann haben wir hier noch eine Einheit Kavallerie. Die Modelle kommen von Scotia Grendel, sehr schöne Oldschool-Modelle. Haben hier eine Mischung aus Resin, die Reittiere sind aus Resin, obendrauf aus Metall, die auch schon umgebaut sind. Also da habe ich den, na, komm her, den Bart schon dran modelliert, sowie die Mütze und hinten auch ein paar Haare noch. Und ein Testmodell ist auch schon fertig. Wie gesagt, ist jetzt nicht der höchste Standard, den ich habe, aber muss es auch gar nicht sein. Das geht jetzt erstmal nur darum, die Sachen fertig zu kriegen, damit man die auf den Tisch stellen kann. Und im Nachhinein kann man ja sich dann nochmal an den Details austoben. Ja, wirklich schicke Modelle. Selbst wenn hier vorne das Horn abgebrochen ist, macht das überhaupt nichts.
Ist halt ein bisschen Battle Damage. Dann habe ich noch ein paar Squigs, ja, die ich ursprünglich mal auf Rundbases gebaut hatte. Die würde ich aber auch gerne dann nochmal abtrennen von den Bases, um die zu multibasen. Ja, dann hier noch ein paar einzelne. Das müssten die alten Goblins sein aus der 4. Edition. Also nicht Schädelpass, sondern noch deutlich davor. Die hat mir ein Kumpel geschenkt. Danke Andrew an dieser Stelle. Die sind auch schon soweit umgebaut. Bei denen muss man allerdings auch die Mützen noch dran modellieren. Ne? Dann habe ich hier noch eine kleine Schnecke. Das Base ist ein bisschen groß, aber ich denke, das passt schon bei den Gartenzwergen. Was ich dann jetzt hier raus mache, es gibt da so eine Bombeneinheit, die einfach nur nach vorne fährt und dann explodiert. Oder ob ich die dann irgendwie als Streitwagen zusammenbaue oder so, muss ich dann mal schauen. Wie gesagt, bei Kings of War geht es ja auch nur um die Footprints, also um die Größe der Bases. Und dann kann man da auch ein bisschen variieren. Okay, wie gesagt, eine Woche to go. Ich denke mal, zuerst werde ich mich an die kleinen Archer hier machen, da die Figürchen modellieren. Da wollte ich auch noch mal gerne ein eigenes Video zu machen, was mir auf jeden Fall ganz gut geholfen hat, um ein bisschen mit Green Stuff klarzukommen. Die vielleicht, mal schauen, wie viel wir schaffen. Selbst wenn wir die 500 Punkte nicht ganz schaffen, freue ich mich doch jetzt über jeden Fortschritt. Insofern sehen wir uns später. Bis dahin. Yo, ich habe jetzt zuerst die Nachtgoblins in Gnome umgebaut, und zwar die Bogenschützen, die ich noch benötige für das Regiment. Ich habe dazu auch ein Tutorial gemacht, das verlinke ich euch hier nochmal, da könnt ihr da nochmal reinschauen. Ja, im nächsten Schritt werden dann die Figuren grundiert und dann geht es weiter an die Bemalung. Bis dann! So, die Figuren sind jetzt grundiert. Das Licht ist leider ein bisschen schlecht, aber ich versuche euch das mal trotzdem zu zeigen. Ja. Einfach mit billiger Acrylfarbe angemalt, einfach die Farbe drüber übermalt, damit auch ein bisschen Spraygrundierung gespart wird. Ja, und jetzt geht's weiter mit der Bemalung. Bis dann, tschüss! So, liebe Leute, Tag 3 ist angebrochen. Die Archer sind fast fertig, die Bogenschützen. Gestern noch mit Mitbewohner in der Küche gesessen und zusammen ein bisschen gemalt. Das war auch recht produktiv und auch ein bisschen abwechslungsreich. Jetzt gerade, wo ich so viel male, ist es doch mal ganz schön, nicht immer alleine im Zimmer zu hocken. Ja, das war jetzt hier eine Batch-Painting-Nummer. Das ist ja auch so eine Sache für sich. Bin ich eigentlich nicht immer so ein großer Freund von, aber es funktioniert. Ja, man braucht nur ein bisschen Ausdauer, muss ein bisschen durchhalten. Kann ein bisschen nervig werden, aber diese kleinen Gartenzwerge machen irgendwie doch immer wieder Spaß. Gerade wenn sie sich der Fertigstellung nähern.
Ja, die machen wir jetzt heute fertig. Und dann schauen wir uns auch mal die Kavallerie an. Mal sehen, wie viel wir da schaffen. Also, bis dann. Ciao. So, da sind die Kleinen. Haben wir ein paar Details ausgearbeitet. Zum Beispiel das Metall. Nochmal so einen kleinen Wash über die Bärte gelegt. Das funktioniert immer ganz gut, finde ich. Durch diese Struktur, die da mit drin ist. Was jetzt an denen noch fehlt, sind, ihr seht schon da, die Bogensehnen. Das wird nochmal eine schöne Frickelei, da freue ich mich schon mal drauf. Ansonsten muss ich die dann noch von den Bases befreien und mit auf die Multibase packen, beziehungsweise auf den hinteren Teil, so eine Multibase ist. Außerdem, wo habe ich es denn? Ach, hier. Dieses schöne Döschen. Na, was haben wir denn da? Ihr seht, das sind einfach Green Stuff Reste oder Modelliermassenreste, die ich mir mal so zu kleinen Kügelchen baue. Die nehme ich dann auch nochmal für die Base Deko, wie ihr hier sehen könnt, als Pilze. Ja. Ist super simpel und peppt die ganze Sache nochmal so ein bisschen auf. Und das möchte ich dann hier hinten auch noch drauf machen und auf die Kavallerie-Base natürlich auch. Den einen habe ich jetzt schon mal festgeklebt. Ihr könnt sehen, dass hier nochmal so ein Resinsockel ist. Und bevor ich den abschneide, dachte ich mir, ich packe da einfach Milliput drum und verstecke den dann so ein bisschen und klebe da nochmal Sand drauf. Ist, glaube ich, die stressfreiste und einfachste Methode. Okay, weiter geht's. Bis später. Ja, und flatsch war der Tag auch schon wieder rum. Ich habe dann noch die Bogensehnen angebracht, die Bases abgeschnitten, testweise die Figuren schon mal auf die Multibase gestellt, noch nicht festgeklebt, da ich die kleinen Green Stuff Kügelchen noch draufgeklebt habe und die vorher bemalt werden müssen, weil sonst kommt man nachher nicht mehr dran. Und schwupps! So, ich habe immer schön einen wegdrapiert. Mal alle Gnome zusammengestellt. Das mache ich manchmal ganz gerne. Einfach nur mal, um zu gucken, wie das alles zusammen aussieht. Hier haben wir die neuen Bogenschützen, die sind jetzt festgeklebt. Ja, nachdem ich die Pilze angemalt hatte, sind jetzt 19 Stück. Also nicht ganz Full Model Count, aber da ging jetzt auch keiner mehr drauf. Die restlichen habe ich hier schon mal angebracht. Das ist dann wahrscheinlich ein Fall für den nächsten Monat. Außerdem hier noch ein paar quatschige Schnecken. Ich zeige euch die mal. Die sind von Reaper Bones. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich vorne hier den Quatsch da anbringen soll mit den Flegeln oder was das sein soll. Aber ich dachte mir, komm, ey, die ganze Armee ist ja quatschig, dann passt das schon. Und es gibt auch in der Goblin-Liste, also die laufen als Goblins. Hier haben die Goblin-Regeln, dafür sind ja auch die meisten Goblin-Modelle. Da gibt es so eine Suicide-Einheit, die einfach nur nach vorne rennt und explodiert. Und da dachte ich mir, diese Kügelchen vorne könnten ja die Bomben sein. Aber also je nachdem, welche Liste ich spielen will, kann ich die halt auch als andere Chariots spielen. Es geht ja wie gesagt nur um die Basegröße. Dann haben wir hier nochmal die lustige Artillerie von Oldschool Miniatures. Ja. Hier die Kavallerie von Scotia Grendel.
Wie gesagt, die sind jetzt aber noch Work in Progress. Die mache ich hoffentlich heute noch fertig oder zumindest weiter. Da hinten der dicke Meister. Auch von Scotia Grendel. Das Häuschen hier ist nicht festgeklebt. Ich habe mir noch keine Lösung ausgedacht, ob ich das jetzt dran kleben will oder nicht. Ist, glaube ich, dann ein bisschen schwierig zu transportieren. Man kann auch das Dach aufmachen. Zack, noch einen reinstellen, wenn man möchte. Ja, na, hier nochmal ein kleiner Troll. So. Flatsch. Ja, und jetzt geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir sind mittlerweile auch schon im 6. Tag, also am vorletzten Tag. Was ich gestern noch gemacht habe, ist hier bei den Schnecken die Grundfarben aufzutragen. Insbesondere hier bei dieser hellen Hautfarbe seht ihr das, ich weiß grundieren musste und alle anderen Parts dann nochmal schwarz nachgrundiert habe. Jetzt sind hier die Grundfarben drauf, die kriege ich auf jeden Fall noch fertig. Bei den beiden tue ich mich ein bisschen schwer. Die wurden ja auch weiß grundiert und dann mit einer hellen Hautfarbe erstmal komplett angepinselt. Und hier habe ich auch versucht, viel so mit Washes zu machen, mit dünneren Farben und auch sozusagen die dunkle die helle Farbe dann mit einer dunklen zu vermischen und nach oben hin dann zu akzentuieren. Wie gesagt, das werden jetzt keine Meisterwerke, aber Hauptsache ist ja, dass ich es irgendwie fertig kriege erstmal. Was mir auch aufgefallen ist, dass ich habe ja noch so pinkes Flock, was ich normalerweise benutze für die Bases. Das ist mir jetzt ausgegangen. Da habe ich jetzt leider nichts mehr davon da, aber das ist, glaube ich, auch kein Problem, dann das später dann nochmal irgendwie anzubringen. Nur damit ihr jetzt Bescheid wisst, dass da noch ein bisschen pinkes Zeug drauf kommt. Oder violettes. Naja, so jetzt geht's weiter. Und jetzt wird auch mal Vollgas gegeben. Bis dann! Hallöchen. Wir haben es gerade 2 Uhr morgens am letzten Tag. Ich habe eine kleine Nachtschicht eingelegt. Und die Schnecken sind jetzt soweit fertig. Ein bisschen quatschig aus. Ja. Vor allem die Gesichter. Bisschen schwierig fand ich hier oben diese Kügelchen, diese Bomben so bei einem M zu malen. Sieht jetzt ein bisschen comic-mäßig aus, aber ich glaube, für die kurze Zeit passt das schon. Ansonsten hier noch die Haut. Die habe ich halt andersrum akzentuiert. Also nicht, dass man mit den hellen Farben nach oben akzentuiert, sondern hier mit den dunkleren. Und ja, hier das Schneckenhaus. Ne? Natürlich sehen die anderen Schnecken, die ich habe, ein bisschen echter aus, weil das ja echte Muscheln sind. Aber das passt, glaube ich, auch. Ich meine jetzt hier von der Form. Ne? Das ist ja Plastik hier. Was jetzt hier noch fehlt, sind diese, wie gesagt, diese lilanen Büschel, die hier noch überall hinkommen sollen. Ich glaube, das würde diese Figuren hier nochmal besonders aufwerten, da die Figur ja selber so winzig klein ist und das Space so groß. Ich zeige euch nochmal kurz die andere. Ist auch mit einer anderen Hautfarbe bemalt. Und dass man die auch so ein bisschen unterscheiden kann auf dem Tisch. Hier ein bisschen das Blau reingebracht, was ja auch im Farbschema von den Gnomen mit dabei ist. Ja, und dann fahren die schön nach vorne und explodieren. Was ich jetzt noch nicht ganz fertig habe, sind die diese Kavalleristen hier. Das mache ich ja morgen, da habe ich jetzt keinen Nerv mehr zu, ganz ehrlich. Das einzige Problem ist halt, ne, dass ich die dann noch nachher auf, komm mal her, auf das Teil hier kleben muss. Und ja erst Milliput aushärten muss, dann Sand
draufgeklebt werden muss. Das muss aushärten. Dann mache ich nochmal eine Schicht Leim drauf, das muss auch nochmal aushärten, dann kann ich das anmalen. Und ich will sie halt vorher nicht draufkleben, weil ich sonst nicht mehr so gut drankomme. Deswegen pokern wir jetzt mal ein bisschen. Im Notfall mache ich einfach, verstecke ich die so ein bisschen und mache die Fotos erstmal so und mache das dann nachher fertig. Schauen wir mal. Okay, alles klar. Bis morgen dann. Gute Nacht. Tschüss. Guten Morgen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Oh, ja, hier sind wir am letzten Tag. Ich habe gestern tatsächlich noch die Figuren draufgeklebt und ein bisschen Milliput dran gepackt, weil das sonst mit den Trocknungszeiten nicht hingehauen hätte. Ja, ich musste gestern Nacht leider ein bisschen leise sprechen, damit die Mitbewohner nicht aufwachen. Ich hoffe, man hat trotzdem einigermaßen was verstanden. Der nächste Schritt wird sein, jetzt hier erstmal Sand aufzukleben, damit der trocknen kann. Nebenbei noch die Figuren fertig zu malen, weil ich dachte mir, das passt schon irgendwie, da kommt man schon mit dem Pinsel noch dran, die stehen so weit auseinander. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. So, gut, dass es heute so warm ist. Ich habe jetzt den Sand aufgebracht, trocknen lassen und dann nochmal mit wirklich sehr stark verdünntem Holzleim nochmal drüber gegangen. Das ist auch direkt weggetrocknet hier bei der Hitze und jetzt gerade nochmal schwarz nachgrundiert. Da hat man natürlich dann nochmal so ein paar Stellen, die später nochmal repariert werden müssen, weil ich jetzt hier das eine oder andere Stückchen ein bisschen übermalt habe. Das war kein Ding. Das machen wir nachher nochmal. Ja, jetzt lasse ich die Grundierung jetzt erstmal so weit trocknen und mache mich jetzt erstmal an die anderen beiden Reiter, die noch nicht fertig sind. Die beiden äußeren. Bis dann! So, es ist vollbracht. Hier sind die Guten. 100% zufrieden bin ich damit jetzt noch nicht, aber ich denke jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt alles so ein bisschen so eine Art Speedpaint war, ist das schon in Ordnung. Ja, wie gesagt, was jetzt noch fehlt, ist hier dieser violette Flock. Ich glaube, der wertet das dann auch noch mal ein bisschen auf. Ist ja dann auch nochmal Teil des kompletten Farbschemas. Wie gesagt, die bestelle ich mir dann noch. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die komplette Armee fertig aussieht. Beziehungsweise zum jetzigen Stand. Bis dann. So, hier haben wir die Armee. Inklusive der neuen Einheiten. Schauen wir uns mal kurz an. Ich zoome mal rein. Ja, also hier die Bogenschützen könnt ihr sehen im Hintergrund. Hier vorne sind die beiden erschrockenen Schnecken. Ja. Da haben wir die neue Kavallerie. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Experiment Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt erstmal keine Gnome mehr sehen kann. Bis zum Ende des kommenden Monats. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sowas öfter sehen möchtet. So Malfortschritte, Armeeaufbau und solche Geschichten. Und auch, was ihr gerne von den neuen Einheiten haltet. Insofern entlasse ich euch jetzt hier mit dem schönen Gesicht. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!